Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den Einheit TE-AG 1815 2LI an. Das ist der kompakte Winkelschlaufer von Einhell. Er ist relativ kompakt, super gummiert, wie ihr sehen könnt. Gibt aber Stellen, wo es nicht gummiert ist. Vibrationen schauen wir uns nachher an, das werdet ihr sehen. Die Taste gefällt mir relativ gut, ich hätte es aber lieber da gehabt oder auf der anderen Seite. Sonst kann man den Griff links oder rechts montieren, da in die Entriegelungstaste. Gute Plastikabdeckung, das ist ein Vorteil zum alten. Und eine ganz normale Mutter, oder wie man es halt nochmal nennt, zum Spannen. Und ja, also da ist nichts Besonderes. Schutzschild ist praktisch verstellbar im Vergleich zum alten, das ist der größte Vorteil. Und die Taste finde ich besser als beim alten. Beim alten 1815 ist es ein bisschen nervig. Sonst der Griff, wie ihr sehen könnt, da ist der Schlüssel rein, hebt viel besser als beim alten, haben es besser gemacht. Und ja, sonst schauen wir uns gleich die Vibrationen an, würde ich gleich mal sagen. Sonst gibt es eh nicht viel zum Sagen. Da die Lautstärke, da haben wir 85 dB. Und Vibrationen, wie ihr sehen könnt, ungummierte Stelle, relativ hohe Vibrationen. 42 habe ich kurz gemessen. Wo es gummiert ist, ist jetzt viel weniger, Griff auch. Wenn man aber einen Schleifteller drauf macht, einen 115er, dann schaut es schon ganz anders aus. Leider vibriert es dann relativ stark, was ich gar nicht verstehen kann. Das muss an der Aufnahme liegen. Ihr seht, da wird es schon viel höher, da geht es schon Richtung 65 Meter pro Sekunde. Und da schon auch Richtung 70, 80 sogar, 80 Meter pro Sekunde. Was wirklich relativ hoch ist, das merkt man auch wenn man ihn in der Hand hat. Und ja, ist jetzt teilweise 1,6, um die 2, 2,2, spürt man es in der Hand selbst. Bei Bosch, bei Fine ist es 6 Meter pro Sekunde in der Hand und nicht 2, also nochmal viel höher. Ja, dann schauen wir uns noch die Leistung an. Da leider ein bisschen schwach bei der maximalen Last. Und beim Schneiden leider auch. Ich finde die Einhell da zu schwach leider. Das ist meine Meinung. Ich finde, ich werde es eh selber sehen. Ich meine, ich brauche nicht viel zu kommentieren. Man sieht es einfach im Vergleich zu den anderen. Wenn wir uns die Tabelle dann anschauen, ja, ein bisschen enttäuschend oder heißt sehr enttäuschend eigentlich. Schauen wir, wie sich der Axio in Zukunft schlägt. Das würde mich interessieren. Aber wir werden das dann eh sehen. Und ja. Kommen wir nun zum Ergebnis. Ihr seht, bei der Stange hat es sich relativ schwer getan. 7,71 Sekunden ist fast auf Works Niveau, also relativ schwächer als der alte. Und ja, Gewicht 1,6 Kilo, 115er Durchmesser, 42 Vibrationen, ist eher niedrig im Vergleich zu Fine zum Beispiel, Lautstärke 94 dB und maximaler Druck 5,7 Kilo, das niedrigste, was ich gemessen habe. Er geht leider relativ schnell aus, das gleiche mit dem anderen, das werdet ihr jetzt dann im anderen Video sehen, aber ja, ist halt okay. Ich finde die alte Version sogar besser als die neue. Die neue ist zwar mehr gummiert, vibriert aber mehr, wie ihr sehen könnt, und vor allem, wenn man dann die Scheibe drauf tut, ja, spürt man es dann richtig deutlich im Griff vor allem. Und auch sonst, obwohl er super gummiert ist. Das gefällt mir wirklich, aber Vibrationen sollten vom Gerät selbst weniger sein. Ja, was soll ich sonst sagen? Wer ihn haben will, für wenig Geld, kann ihn natürlich kaufen. Ist die neuere Variante vom
von 115, 18, aber muss jeder selbst wissen, was er macht. Ich hätte mir erwartet, dass er etwas mehr Leistung hat. Ich finde die Leistung relativ schwach von allen 1815ern, aber trotzdem, wer das benutzen will oder mit dem zufrieden ist, kann es natürlich machen. Alle Winkelshops sind unten verlinkt. Wenn ihr es über Amazon bestellen wollt, würde ich es gerne unterstützen. Vielen Dank für jeden, der schaut. Vielen Dank für jeden, der abonniert, Kommentar da lässt, Abo da lässt. Servus, danke und ciao.